Hallo und willkommen zurück. Wir haben hier einen Stapel Unterlagen von dir vor uns liegen und also ich muss sagen, schon der Titel ist eine echte Herausforderung. Mhm. Eine stationäre Seil-, Wind- und Strömungskraftanlage. Ein Zungenbrecher. Ja. Absolut. Unsere Mission heute ist also klar, wir wollen gemeinsam diesen Begriff mal entschlüsseln und rausfinden, was für eine Idee dahinter steckt. Denn die Kernfrage, die deine Quellen da aufwerfen, die ist absolut faszinierend. Das ist sie. Kann man ein Windrad bauen, das so groß ist wie 3 Fußballfelder, dessen Blätter aus Stoff sind und das Ganze dann wie eine Hängebrücke quer über ein Tal spannen? Genau. Und um das gleich mal einzuordnen, das ist mehr als nur eine neue Turbine. Es ist ein fundamental anderer Gedanke. Inwiefern? Bisher war die Devise bei Windkraft standzuhalten. Das war so ein Kampf mit roher Gewalt. Okay. Diese Erfindung hier, die dreht das Prinzip komplett um. Sie will den Wind nicht bekämpfen, sondern mit, ich sag mal, intelligenter Leichtigkeit und Flexibilität bändigen. Ah, okay. Fast wie ein Judoka, der die Kraft seines Gegners nutzt, anstatt sich ihr mit aller Macht entgegenzustemmen. Schönes Bild. Es geht eben darum, das enorme Windpotenzial an Orten zu erschließen, die bisher tabu waren. Also zwischen Bergschluchten oder über tiefem Wasser, wo man niemals einen 200 Meter hohen Betonturm hinstellen könnte. Okay, das ist ein starkes Bild. Ein Judoka statt eines Schwergewichtsboxers. Packen wir das mal aus. Gerne. Stell dir das mal vor. Du stehst am Rand von einem weiten Tal, vielleicht in den Alpen. Du schaust so rüber, aber da ist kein klassisches Windrad, das den Horizont zerschneidet. Stattdessen siehst du mitten in der Luft schwebend eine riesige, fast lautlos rotierende Scheibe. Die hängt an dicken Seilen, die von einem Berghang zum anderen gespannt sind. Und das eigentlich Verrückte ist ja, die gigantischen Blätter sind nicht aus glasfaserverstärktem Kunststoff, sondern aus einem flexiblen, gespannten Textil. Es wirkt eher wie ein Hightech-Segel als eine Turbine. Und dieses Bild führt uns direkt zum Kern der Sache, zum mechanischen Hauptunterschied. Bei einem konventionellen Windrad sitzt hier oben auf dem Turm die schwere Gondel. Da drin sind Getriebe und Generator und diese ganze tonnenschwere Einheit muss sich mit dem Wind drehen. Richtig. Das Konzept hier tennt das radikal. Die Quelle beschreibt eine glasklare Trennung von Funktionen. Auf der einen Seite haben wir die Turbine, diese riesige, aber extrem leichte Textilkonstruktion, die frei im Wind rotiert. Auf der anderen Seite der Generator, der den Strom erzeugt. Und der bleibt starr an seiner Position. Der dreht sich nicht mit. Und die ganze Genialität dieser Erfindung liegt eben darin, wie diese Trennung von Rotation und Stabilität physikalisch gelöst wird. Okay, hier wird es jetzt richtig interessant. Lass uns bei diesen Blättern bleiben. Also die Vorstellung, eine Fläche von, die Quelle nennt als Beispiel 20.000 Quadratmeter aus einer Art Segeltuch zu bauen, das schreit ja geradezu nach Problemen. Absolut. Jeder kennt das doch. Ein nasses Handtuch am Wäscheständer fängt im Wind an zu schlagen und zu peitschen. Wie zähmt man denn eine textile Fläche, die so groß ist wie ein ganzes Stadtviertel, damit sie nicht nur stabil bleibt, sondern auch noch effizient Energie gewinnt? Was hier so faszinierend ist, ist die mehrstufige Antwort, die die Erfindung darauf gibt. Es ist kein einzelner Trick, sondern ein System, das wie mehrere Verteidigungslinien ineinander greift. Okay. Man kann es sich wie ein ausgeklügeltes Exoskelett für das Gewebe vorstellen. Die erste Ebene, also das innere Gerüst, das sind sogenannte Querstangen. Querstangen. Genau. Die sind direkt im textilen Blatt verbaut, so ähnlich wie die Rippen in einem Regenschirm. Ah, verstehe. Sie geben dem Blatt die grundlegende aerodynamische Form und, was entscheidend ist, verhindern, dass es bei Windstille oder bei wechselnden Lasten einfach in sich zusammenfällt. Das ist also die innere Struktur, die das Ganze aufspannt. Aber das kann ja unmöglich ausreichen, um diese gewaltigen Kräfte aufzunehmen, die da an der riesigen Fläche zerren. Richtig. Und da bin ich in den Unterlagen über einen Begriff gestolpert, den fand ich einfach großartig. Umarmungsseile. Ein sehr bildhafter und, wie ich finde, treffender Begriff. Das ist nämlich die zweite Verteidigungslinie. Okay. Diese Seile umschließen das gesamte Blatt von außen, wie Bänder oder Gurte.
Ihre Funktion ist genial einfach. Sie nehmen die Hauptlast des Winddrucks vom empfindlichen Textilgewebe weg. Ah, das heißt, das Textil selbst trägt gar nicht die Hauptlast. Genau. Das Gewebe fängt den Wind nur noch ein, aber die brutalen Zugkräfte werden von diesen äußeren Umarmungsseilen aufgenommen und direkt in die zentrale Achse der Turbine geleitet. Und von dort weiter in die Pylone an den Berg hängen. Das schont das Material. Enorm. Das schont das Textil ganz erheblich und soll laut dem Dokument dessen Lebensdauer drastisch erhöhen, weil es lokale Überdehnungen und Risse verhindert. Okay, das klingt logisch. Das Textil ist also nur die Haut und die Seile sind die Muskeln, die die Last tragen. So kann man es sagen, ja? Aber ein Segel auf einem Schiff muss man ja auch ständig warten und irgendwann ersetzen. Wir reden hier von 20.000 Quadratmetern Stoff, der 24/7 der Sonne, dem Regen, dem Eis ausgesetzt ist. Spricht die Quelle auch darüber, aus welchem Wundermaterial dieses Textil bestehen soll? Oder wie man das flickt, wenn da mal ein Vogel durchfliegt? Das stelle ich mir logistisch als Albtraum vor. Du legst den Finger in die Wunde. Das Dokument geht nicht ins allerletzte Detail der Materialchemie, aber es impliziert klar, dass hier hochfeste, UV-beständige Kunstfasern zum Einsatz kommen müssen. Also sowas wie bei Stadiondächern? Genau, sowas kennt man aus dem Segelsport oder der Architektur, Stichwort PTFE-beschichtete Gewebe. Der eigentliche Clou liegt aber woanders, in der modularen Bauweise. Modular. Ja, man muss nicht das ganze 20.000 Quadratmeter Blatt auf einmal austauschen. Es ist eher so konzipiert, dass einzelne Segmente oder Bahnen relativ einfach ersetzt werden können. Okay. Und der zweite Punkt, der oft übersehen wird, denk mal an den Transport. Eine 80 Meter lange, starre Rotorblatthälfte per Schwertransport durch ein enges Albtal zu bringen, ist eine logistische Katastrophe. Absolut. Eine Rolle mit Hightech-Gewebe kann man auf einem normalen LKW transportieren. Allein das senkt die Kosten und den ökologischen Fußabdruck des Baus dramatisch. Kann man mal kurz innehalten, 20.000 Quadratmeter, das sind fast 3 Fußballfelder aus Stoff, die da in einem Tal rotieren. Die Dimension ist gewaltig. Das ist doch eine schier unvorstellbare Dimension. Wenn man da unten steht und hochschaut, muss das ja absolut surreal wirken. Aber gut, zurück zur Technik. Wir haben also ein inneres Skelett aus Stangen und eine äußere Umarmung aus Seilen. Aber da ist ja noch die Rotation. Richtig. Wenn sich so eine riesige Masse dreht, entstehen doch unvorstellbare Fliehkräfte, die alles nach außen zerren wollen. Absolut richtig. Und dafür ist die dritte Ebene der Sicherung zuständig, die Diagonal- und Querabspannseile. Okay, die dritte Ebene. Im Gegensatz zu den Umarmungsseilen, die ja um das Blatt herumlaufen, verbinden diese Seile das Blatt direkt mit der zentralen Turbinenachse. Wie die Speichen bei einem Fahrrad. Perfekter Vergleich. Stell sie dir wie die Speichen eines Fahrrads vor. Ihre Hauptaufgabe ist es, genau diesen gewaltigen Zentrifugalkräften entgegenzuwirken. Sie halten die Blätter permanent auf Spannung und verhindern 2 Dinge. Erstens, dass sie sich nach außen biegen und zweitens, dass sie ins berüchtigte Flattern geraten, was bei so großen, flexiblen Strukturen katastrophal wäre. Verstehe. Diese 3 Systeme zusammen, Stangen, Umarmungsseile und Abspannseile, bilden ein in sich schlüssiges System, um das Textil zu bändigen. Okay, ich glaube, die Blätter habe ich verstanden. Ein geniales System aus Skelett und Gurten. Aber diese Blätter sind ja nur ein Teil des Puzzles. Nur ein Teil, ja? Sie schweben ja nicht von allein. Wie hängt man denn so ein riesiges, rotierendes Ding überhaupt sicher in der Luft auf, ohne dass es beim ersten Sturm davonfliegt? Das führt uns zur Makrostruktur, also dem Tragwerk der Anlage. Und auch hier spielen 3 Komponenten perfekt zusammen. Und die wären? Die erste ist die offensichtlichste, das Haupttragseil. Das ist wirklich wie bei einer klassischen Hängebrücke. Es spannt sich von einem Pylon am einen Berghang zum anderen und trägt das gesamte Gewicht des Systems. Moment, da komme ich nicht mit. Wenn alles an einem einzigen Seil hängt und die Turbine sich dreht, Ja, warum verdreht sich dann nicht einfach das Seil wie ein Gummiband? Dann würde sich doch die ganze Konstruktion aufwickeln. Da muss doch ein Trick dabei sein. ein exzellenter Einwand. Und genau hier kommt die zweite, von außen unsichtbare, aber absolut entscheidende Komponente ins Spiel. Das torsionssteife Rohr. Ein Rohr. Dieses feste Rohr umschließt das Haupttragseil auf seiner gesamten Länge. Der Clou ist,
Das Haupttragseil im Inneren kann sich frei bewegen, aber dieses äußere Rohr ist fest mit dem Pylon verbunden und dreht sich absolut nicht mit. Ah, okay, das ist der Anker. Das ist der unbewegliche Ankerpunkt im System, genau. Damit wird auch klar, warum die Quelle explizit erwähnt, dass keine weiteren Sicherungsseile nach oben, unten oder zu den Seiten nötig sind. Dieses Rohr allein verhindert jede Verdrehung der Gesamtanlage. Ah, verstehe. Das Seil trägt das Gewicht, das Rohr verhindert die Drehung. Und wie ist der unbewegliche Teil des Generators, also der den Strom macht, an diesem Rohr befestigt? Über die dritte Säule des Tragwerks. Vier Seitenarme. 4 Arme. Ja, der feste Teil des Generators, der sogenannte Stator, ist nicht direkt am Rohr festgeklemmt, sondern über 4 symmetrisch angeordnete Arme starr mit diesem Rohr verbunden. Das kann man sich wie ein X vorstellen, das den Generator absolut unbeweglich in Position hält. Während sich direkt daneben die Turbine dreht. Während sich nur wenige Zentimeter daneben die massive Turbine mit ihren Textilblättern dreht. Genau. Diese Konstruktion sorgt für eine extrem hohe Verdrehsteifigkeit, ohne dass man zusätzliche Ankerseile oder Fundamente im Talboden bräuchte. Das bringt uns zu dem Punkt, den ich persönlich für den elegantesten Teil der ganzen Erfindung halte. Ich ahne, was kommt. Wir haben verstanden, der Generator ist zweigeteilt. Der Rotor dreht sich mit, der Stator steht fest. Richtig. Aber wie bleibt der Stator stabil, wenn sich die Windrichtung ändert? Ein normales Windrad hat ja einen Motor, der die Gondel in den Wind dreht. Das gibt es ja hier ja nicht. Warte mal, du hast gesagt, der Stator ist schwer und die Turbine mit den Textilblättern ist leicht. Mhm. Bedeutet das etwa, dass sich die Anlage quasi von selbst ausrichtet? Dass die leichte Turbine dem Wind einfach folgt, während der schwere Generator wie ein Anker unten bleibt, einfach durch die Schwerkraft? Das wäre ja verrückt einfach. Du hast es erfasst. Genau das ist der geniale Kniff. Die Antwort auf die Frage, was passiert, wenn der Wind plötzlich von der Seite kommt, lautet reine Physik. Unglaublich. Die gesamte rotierende Einheit, also die Textilblätter, die Achse, der Generatorrotor, ist bewusst als Leichtbaukonstruktion ausgelegt. Sie hat kaum Trägheit. Der Stator hingegen, der feste Teil, ist absichtlich mit viel Masse konstruiert. Okay. Bei einem Windrichtungswechsel passiert Folgendes. Die leichte Turbine dreht sich widerstandslos und richtet sich sofort in die neue Windrichtung aus. Der schwere Stator, der an dem festen Rohr hängt, bleibt durch die pure Schwerkraft immer stabil nach unten orientiert. Er pendelt sich wie ein Lot ganz von selbst in seiner tiefsten Position ein. Das klingt auf dem Papier genial, aber verlässt man sich da nicht ein bisschen zu sehr auf die ideale Physik? Wie meinst du? Naja, was passiert bei turbulenten Winden in einem Tal? Bei plötzlichen Fallböen? Kann so ein schweres Pendel da nicht anfangen, unkontrolliert zu schwingen und die ganze Anlage in Resonanz zu versetzen? Das ist eine absolut berechtigte Frage, die die Stabilitätsingenieure in der Praxis lösen müssten. Das Dokument deutet aber an, dass die Masse des Stators und die Geometrie der 4 Tragarme so ausgelegt sind, dass sie eine extrem hohe Dämpfung bewirken. Das System ist also träge. Genau, es ist träge. Es reagiert nicht auf jede kleine, kurzfristige Böe, sondern nur auf eine stabile, länger anhaltende Änderung der Hauptwindrichtung. Man nutzt also die Masse nicht nur zur Ausrichtung, sondern auch als passiven Schwingungsdämpfer. Okay. Aber du hast recht. Die Feinabstimmung für ein spezifisches Tal mit seinen einzigartigen Windverhältnissen wäre die eigentliche Herausforderung. Der Punkt ist, man braucht keine aktive Steuerung, keine Sensoren, keine Motoren. Die Anlage nutzt die Schwerkraft als kostenloses und, was noch wichtiger ist, absolut ausfallsicheres Stabilisierungssystem. Okay, fassen wir das für dich noch einmal zusammen, damit das ganze Bild klar wird. Gerne. Erstens. Der Wind trifft auf die riesige, extrem leichte Textilturbine und bringt sie zum Rotieren. Richtig. Zweitens, das komplexe System aus inneren Stangen, äußeren Umarmungsseilen und den speichenähnlichen Abspannseilen hält die flexiblen Blätter in Form. Das Exoskelett. Genau. Drittens, die Rotation wird auf den leichten Rotor des Generators übertragen. Viertens, der schwere Stator des Generators hängt dank des festen Rohrs und vor allem durch die Schwerkraft stabil und unbeweglich unten. Wie ein Lot. Und fünftens, der geniale Kniff.
Bei Windwechsel richtet sich nur die leichte Turbine neu aus, der Rest bleibt stabil, ohne Elektronik, ohne Motoren. Exakt. Und man muss ergänzen, dass die Quelle das nicht als starre Einheitslösung sieht. Die Skizzen zeigen verschiedene Varianten, integriert in Hängebrücken mit 2 oder 3 Pylonen oder 2 Anlagen parallel zueinander. Also ein Baukastenprinzip. Es zeigt, dass das Konzept als flexibler Baukasten gedacht ist, der an die jeweilige Geografie, die Breite eines Tals, die Höhe der Berge angepasst werden kann. Also, was nehmen wir aus dieser Analyse mit? Für mich ist die Essenz dieser Erfindung ein völlig neues Paradigma. Ein Paradigmenwechsel, ja. Weg von dieser Brute-Force-Methode, immer massivere Türme und Fundamente aus Beton, um dem Wind zu widerstehen, hin zu einer intelligenten Leichtbauweise, die auf Seiltechnik aus dem Brückenbau, flexible Materialien und ein cleveres Zusammenspiel physikalischer Kräfte setzt. Absolut. Es ist potenziell eine sehr elegante Lösung, um Windenergie an Orten zu ernten, die bisher als unerreichbar galten und das wahrscheinlich mit einem Bruchteil des Materials und des Betons, den konventionelle Anlagen benötigen. Das ist eine perfekte Zusammenfassung der technischen Seite. Die Quelle beschreibt ein mechanisch und physikalisch brillantes Konzept. Aber ich möchte dir zum Abschluss eine Frage mit auf den Weg geben, damit du einen Schritt weiter denkst. Okay, schieß los. Diese Anlage ist ja speziell für Täler konzipiert. Oft sind das sensible Ökosysteme, Rückzugsorte für Tiere und, ganz entscheidend, Flugkorridore für Vögel und Fledermäuse. Was bedeutet es für die lokale Tierwelt, wenn eine solch riesige, langsam, aber unaufhaltsam rotierende Struktur quer durch ihren Lebensraum gespannt wird? Das ist eine Frage, die weit über die reine Technik hinausgeht und die eine solche Erfindung im realen Einsatz unweigerlich aufwerfen würde. Eine Frage, über die es sich lohnt, nachzudenken.